Herzlich willkommen, hier ist wieder dein Markus aus Alanya. Bestes Wetter heute wieder, ihr seht es im Hintergrund. Die Sonne ist gerade am Untergehen und diese Zeit werde ich hier nochmal richtig genießen. Wie ihr es im Titel vielleicht schon mitbekommen habt, ja, die Zeit, sie rennt, die Zeit läuft und sie bleibt niemals stehen. Und wir möchten auch nicht stehen bleiben, denn wir möchten weiterziehen. Wenn du ein aufmerksamer Zuschauer bist und mir schon etwas länger folgst, und natürlich begrüße ich auch dich, wenn du jetzt neu hier reinschaust, hier einen Daumen nach oben da zu lassen und natürlich den Kanal auch kostenlos zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit du kein Video mehr verpasst, dass du weitere Einblicke von uns, egal wo wir in Zukunft auch sein werden, erhaschen kannst. Denn eins steht fest, es geht erstmal raus aus der Türkei. Das ist der Grund, warum wir die letzten Tage auch nicht so aktiv waren. Aber vorab, ganz kurz zur Erklärung. Nein, wir haben jetzt hier nicht alles verkauft. Nein, wir haben keinen Container organisiert. Wir haben kein Umzugsunternehmen organisiert oder sonstiges. Nein, sondern es bleibt alles so, wie es ist. Es bleibt so stehen, wie es ist. Als wir damals vor 3,5 Jahren ausgewandert sind, raus aus Deutschland, waren wir erst in Paraguay. Die felsenfeste Überzeugung war da, dass wir Deutschland verlassen möchten, aufgrund von vielen krassen Gründen, die zu diesem Zeitpunkt ganz präsent waren. Jeder weiß, wovon ich rede, und viele Menschen haben seitdem das Land verlassen und umso mehr Menschen gefühlt sind aber in der Zeit wieder zurück nach Deutschland, wieder zurückgegangen oder nach Schweiz oder nach Österreich, je nachdem, woher du dann auch hergekommen bist. Und das war so eine intensive Zeit und wir haben innerhalb von 5 Wochen alles organisiert gehabt und waren dann nach 5 Wochen abflugbereit und sind dann am 5.2.2021 nach Paraguay, nach Asunción geflogen, mit Hund, mit den Kids, mit dem ganzen Gepäck. Es war so krass, wir waren zu 5 und haben 9 Koffer gehabt, plus die ganzen Handgepäcksstücke, also wirklich ganz krass, plus den Container im Anmarsch noch und den zweiten Teil der Familie. Auch einen Monat später sind sie gekommen nach Paraguay, aber wir haben alles versucht, alles angeschaut und es war letztendlich nicht stimmig. Deswegen haben wir dann auch Paraguay verlassen und sind dann in die Türkei. Und ich habe ja damals dann schon angefangen, so ein bisschen mit YouTube euch das zu zeigen, wie das ist, wie die Gefühlslage ist. Und es ist am Anfang, auch in Paraguay, die ersten 1-2 Wochen für mich persönlich war mega cool. Es war Sommer dort, wir kamen aus dem Winter, war mega. Die letzten Jahre aber auch in der Türkei waren super gut. Ein richtig tolles Leben, dankbar für alles. Aber es gibt natürlich auch gewisse Gründe, warum man jetzt erstmal die Türkei verlässt. Bedeutet aber, wie gesagt, nicht, dass man nie wieder hierher kommt. Auf keinen Fall. Wir haben hier unsere Wohnung, wir haben noch eine zweite Wohnung und die werden wir auch erstmal so behalten, genauso wie es ist, weil man weiß einfach in der heutigen Zeit auch nicht unbedingt, was passiert morgen. Wenn in Deutschland, jeder kennt die geografische Lage, die politische Lage, wenn in Deutschland irgendwelche komischen Sachen passieren. Ich kenne viele Leute, die haben ihre Bude hier behalten, sind nach Deutschland zurück und halten sich diese Mietwohnung in dem Fall sogar noch offen als Reserve. Falls was ist, dass man schnell irgendwo reinkommt, irgendeine Bleibe hat, wenn das dann auch möglich ist. Ja? Oder wenn du natürlich auch andere Länder anschauen willst, ist es auch immer gut, natürlich gewisse finanzielle Polster zu haben. Finanzielle Mittel, um natürlich, wenn es sein muss, schnell das jeweilige Land, egal ob das jetzt, wenn du in Deutschland bist oder wir jetzt in der Türkei sind und es würde irgendwas passieren hier, dass man einfach schnell das Land verlassen könnte. Bei uns ein wichtiger Grund, warum wir auch erstmal gehen, ist, wie ich es auch schon mal gesagt habe, die Kinder für uns persönlich sind natürlich sehr wichtig. Wir haben jetzt angefangen mit der Online-Schule, aber das ist natürlich auch schon nach 1,5 Wochen, jetzt kann man das natürlich schon absehen, dass das auf lange Sicht, ja, ich rede jetzt von mehreren Monaten, vielleicht sogar auch ein Schuljahr, nicht unbedingt die beste Lösung ist. Und es wäre meiner Meinung nach sehr egoistisch, wenn man die Kinder einfach nur hier lassen würde, sie nur online unterrichten lassen würde. Und hier in Alanya, wenn du aus Hamburg kommst, ist es natürlich schon auch mehr so ein Dörfchen. Ja, es ist natürlich jetzt keine Großstadt.
Die Anbindungen sind nicht gut, die Infrastruktur ist nicht gut für Kinder, für erwachsene Kinder, sage ich mal, für Jugendliche, die jetzt 15 werden oder älter sind auch schon, dass du die einfach losschicken kannst. Nein, mit dem Roller will ich die nicht losschicken, da gab es schon zu viele Unfälle. Es gibt keinen Jugendlichen in dem Freundeskreis von meinem Sohn hier, der keinen Unfall hatte. Dann natürlich, wenn du 18 bist, kannst du deinen Führerschein haben, kannst du Auto fahren, ist wieder eine andere Geschichte. Aber bis dahin bist du immer natürlich auf deine Eltern angewiesen. Und wir haben die Kids immer von A nach B gefahren und das ist natürlich ganz klar. Das ist uns auch wert gewesen, aber auch auf lange Sicht ist das nicht unbedingt die perfekte Lösung. Plus natürlich die ganzen Geschichten drumherum. Obwohl die Kinder sehr, sehr gutes Türkisch sprechen. Sie haben schon einen gewissen Freundeskreis, aber es zeichnet sich auch einfach ab. Und komischerweise ist es auch bei vielen anderen Auswanderern einfach so, dass das ist eine Gemeinsamkeit, die alle Auswanderer aus meiner Erfahrung jetzt mittlerweile haben, dass diese eben keine Aktivitätsmöglichkeiten oder Aktivitätsgelüste haben. Das heißt, jetzt sowieso, als die Schule wieder angefangen hat, die sind in den Privatschulen oder auch teilweise Online-Schulen, Privatunterricht, alles schön und gut, aber die sind so angespannt und so eingenommen von dem Ganzen, dass sie gar keine Zeit haben und auch gar keine Lust haben, wahrscheinlich rauszugehen und einfach nur noch froh sind, wenn sie um 20 Uhr die Schulbücher zumachen können und vielleicht noch einen Film gucken können oder eine Stunde vor der Playsee hocken können. Da ist kein Sport, da ist keine andere Aktivitätsmöglichkeit. Jetzt am Wochenende, als es war, konnte man sich dann auch treffen. Ja, da hat jeder dann sich die Zeit genommen. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Wenn ich da jetzt an die alten Zeiten in Deutschland denke, es gibt auch sicherlich andere Länder, die gute Vorteile haben. Dubai ist natürlich auch immer so ein Thema. Ist auch bei uns immer ein Thema gewesen. Dubai, abgesehen von den Temperaturen, bietet es einfach sehr viele Möglichkeiten auf jeder Ebene. Und dementsprechend in Deutschland war das doch immer so, Schule, okay, bis 13, 14 Uhr, vielleicht nochmal Spätunterricht bis 16 Uhr. Danach hast du vielleicht noch ein bisschen was zu tun für deine Schule. Oder bis 16 Uhr hast du das schon erledigt. Und dann gehst du um 5 zum Sport, machst dein Fitness, gehst zum Fußball, gehst zum Verein, machst dein Training und gibst Gas. Hast immer noch genug Zeit, privat was zu erledigen. Die Temperaturen sind natürlich auch gegeben, um auch gewisse Sachen zu erledigen. Und das ist in Alanya natürlich in dem Fall, speziell in der Türkei am Mittelmeer, gerade für Menschen, die diesen Drang haben, was erleben zu wollen. Nicht so, ich bin jetzt knapp 40, ich muss ja jetzt nicht jeden Tag raus und Halligalli und dies und das. Aber wenn ich mich hineinfühle in so einen 15-, 16-Jährigen oder auch 18-jährige Jungs, die man hier kennengelernt hat, Auswandererjungs, dann wollen die was erleben, dann wollen die raus, dann wollen die Gas geben und ihren Spaß dann auch haben. Abgesehen davon natürlich auch arbeiten gehen zu müssen und spätestens dann stellt sich die Frage, was machst du? Und es gibt viele, die haben ihre Kinder jahrelang in die Schule geschickt hier, egal ob Türkei, Dubai oder sonst wo, und dann haben sie die Kinder, die jungen Erwachsenen oder erwachsenen, volljährigen Jungs und Mädchen dann nach Deutschland geschickt, zu Bekannten, zu Verwandten, oder sie haben sich selber eine Wohnung genommen und haben dann dort angefangen zu studieren. Also ich denke, jeder Auswanderer wird früher oder später mit dieser Problematik, wenn er Kinder haben sollte, diese Thematik haben, und dementsprechend wünsche ich jedem Einzelnen beste Entscheidungen, beste Entscheidungsfindung, und ich freue mich, wenn ich hier so ein bisschen mal Einblicke zeigen könnte, und du kannst ja gerne mal ein bisschen philosophieren. Was meinst du, wo geht es erstmal hin und wo geht die Reise dann vielleicht auch weiter? Ich werde demnächst wieder mehr posten, mehr aktiv sein und somit auch mehr präsent sein für euch, damit du auch wieder mehr anschauen kannst. Und ich bin sehr gespannt auf das Feedback. Dementsprechend lass deine Meinung da. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bleib gesund und munter. Dein Markus aus Alanya.